Ja, sieht nicht gut aus, hä? Flacher. Fleck, Ja, abgewetzt. abgewetzt, hier voll, alles voll Dreck. Ja, hat schon 39 Jahre auf dem Buckel, oder? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ja, dann müssen wir umkehren. So, dann können wir mal da rein. Mhm. So, die Klammern sind einmal entfernt, jetzt folgt der Job. Ja? Sind wir rostig. Nur da, fein, da. Das passt wieder als Schnittmuster. Größ mal. Ich mache eine Sitzbank. Aber die Sitzfläche kommt jetzt zurücklehnen. Miss Catwiesel hat gerade ein Problem. Das blöde Klappzeug bringst du gar nicht auf den Finger, nicht mal Seife nützt. Ja, jetzt geht es wieder los mit dem Lösen. Wir sind hier noch auf ein Thema gestoßen. Kopfstützenhalterungen. Wir vermuten, wir müssen die jetzt mal zuerst auch noch lösen.
Der Moritz ist übrigens ein Weibli. Wir sagen ihm einfach Moritz. Aber er sieht einfach aus wie ein Moritz. Das ist schon richtig zutrauen. So, schauen wir uns das mal an, zuerst, wie das hier aussieht genau. Mit den Platten da. Jawohl, das ist glaube ich schon die richtige Variante gewesen. So sieht das hier aus. Kleiner Lifehack für die möchten die Kopfstützenhalterung vom Stoff entfernen. Die sind ja da drinnen, in diesen Löchern drinnen und unten rausgespreizt. Und ich habe das gelöst mit einem Kabelbinder, den ich hier schön hinten gemacht habe. Und nachher habe ich sie mit einem Gummihammer rausgeklopft. Also alle lösen. Sogar noch mal das Profi-Werkzeug. Du kannst einen Schlitzschrauber ziehen, dann geht wahrscheinlich besser. Du weißt, ich liebe die unkonventionellen Werkzeuge. Irgendwie für alles. Mittlerweile wäre es ja wahrscheinlich auch so, dass es eigentlich schon recht clever gewesen wäre, den Akkuschrauber zu holen bei diesen vielen Schrauben, die wir jetzt schon gelöst haben. Aber ja, was macht man nicht alles, dass man halt da seine motorische Fitness kann erhalten, oder? Ich nenne mich jetzt ab sofort Dewald. Mr. Dewald. Kennst du den Wald? Und? Auch der. Hast du grün? Ja? Hast du grün? Der andere ist fest. So, jetzt können wir unsere Schnittmuster machen. Mrs. Catwiesel, was meinst Ja, ich würde auch sagen. du? Prima, nehmen wir das mal auseinander. Surprise, surprise! Päckchen kommen! Ah, schön. Ersatzstoff. Was schön ist im Vergleich zum alten Stoff, den wir hier sehen, wo eigentlich unseres Wissens direkt auf dem Schaumstoff war und auch sich dünner anfühlt, hat der neue Stoff so eine Auflage, eine ganz dünne Auflage, die bereits ein bisschen polstert, die auch keine Rümpfe macht, wenn man ein Zeitchen drauf gesessen ist. Ja, man sieht jetzt hier einen leichten Farbunterschied vom alten Stoff zum neuen Stoff. Farbunterschied oder Dreckunterschied? Wir nehmen jetzt das, den alten Stoff auseinandernehmen, dass wir die Schnittmuster haben und auch die Nähmuster nachher für den neuen Stoff, damit wir dann möglichst gleich machen können. So ein erste Erkenntnis ist, dass die Schwierigkeit wahrscheinlich nicht im Nähen liegt, weil es hat hier eigentlich so die Ecken für eigentlich nur, wo man ein bisschen schauen muss, dass es schön wird. Sondern mehr eigentlich in dem, dass die Streifen gerade sind. Und irgendwie Scheps. Und dass ja 3 Stück sind. Also der Sitzteil, der Rückenteil und dann hinten noch die Matratze. Ja, dass eigentlich auch das dann mit den Streifen wieder aufgeht. Ich glaube, das ist dann das, was noch ein bisschen schweißtreibend wird. Da sieht man, wie es in der Ecke genäht ist.
Müssen wir uns merken, dass wir wieder gleich machen. Was machst du jetzt mit denen, Mr. Cat? Ich tue die jetzt gerade mit ein bisschen Verdünner reinigen. Ich habe mich gerade dagegen entschieden, die noch neu zu lackieren. Weil der Bus darf ein bisschen Patina haben. Catweasel ist eh 39 und mit 39 hat man seine Schrammen. Könnt ihr nur mich anschauen? Seht ihr das auch? Stimmt noch nicht. Wir haben noch zusätzlichen Schaumstoff gekauft, um noch ein bisschen mehr zu polstern, wenn wir das Gefühl haben, da ist mit der Laufe der Zeit ein bisschen zusammengeht. Und jetzt, damit wir natürlich den Stoff genug daraus machen, können wir da mal testen. Einen haben wir mal. Sieht recht gut aus. Cool. Der Griff sind, oder? Okay, dann ist rechts da. Ja. Da haben wir hier gemessen. Ist gut. Passt. Also die Grösse passt. Willkommen in der Tapezierwerkstatt von den Catweasels. Tapezieren heisst Polstern, hier in diesem Fall. Ja. Eins haben wir geschafft. Nicht schlecht, oder? Für Anfänger nicht schlecht.
Jetzt gilt es ernst. Jetzt sehen wir dann gerade, ob das alles passt. Also, Oh, nicht schlecht, oder? Macht so hoch runter irgendwie. so. Kettwiesel ist wieder einsatzbereit. Das hat jetzt wieder einen Teppich drin. Und wir haben den Wasserhahnenschalter haben wir uns neu gemacht, so dass wir ihn mit dem Fuß bedienen können.